Klitoris oder Kitzler? Schamlippe. Den Term benutzt man heute eigentlich nicht mehr. Also, wie heißt es denn richtig? Wie viele Vulvas hast du gemacht? 5000. Was genau ist denn der Grundsatz, der hinter Vulva Power steckt? Und da seid ihr gemeinsam oberkörperfrei durch das Bergmann-Kiez geturmt. Was ziehe ich jetzt an, wie muss ich aussehen, sondern bin ich einfach. Die sind doch schöner als auf dem Foto. Diese Happenings, wenn plötzlich dich jemand anschreibt, so hey, ich mache ja auch viel online. No front, aber du machst Geld mit Wokeness. Sich die eigenen Fragen zu stellen, um weiterzukommen. Vulva Power! Hi, schön, dass du da bist und mit mir ein weiteres außergewöhnliches Künstlerdasein betrachtest. Heute geht es um Vulva Power, eine Künstlerin, die Schmuck macht, der aussieht wie Vulven. Ich bin neugierig darauf zu entdecken, wie es hinter den Kulissen der Kunsthandwerkerin zugeht. Wie tickt Sophie, wie macht man eine Vulva und was hat es mit ihrer Free the Nipple Action auf sich? Das bin übrigens ich, der Mounts, im echten Leben Musikproduzent und auf Sendung Hobbydetektiv. Wo könnten wir nur sein? Wen besuchen wir heute? Hallo? Hallo? Wer ist sie? Wo könnte sie sein? Sophie! 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 Während Sophie mich für die Sendung ready macht, erkläre ich kurz, wie auf Sendung funktioniert. Wir spielen in jeder Folge Games, um auf chillige Art und Weise mit den Künstlerinnen in Austausch zu kommen. Also, bevor wir herausfinden, in welche Krise Sophie zu diesem Zeitpunkt steckt, wie mein Vater auf die Weihnachtsvulva reagiert Aber und ob sich Sophie bei No Front ärgern lässt, starten wir mit dem Pixel Game. zu diesem Game habe ich letztens Sophie im Club getroffen nachts und das erste, was sie zu mir gesagt ist, also Jannika, das Spiel, das du da mir gezeigt hast, fand ich aber nicht so lustig. Das will ich nicht spielen. Deswegen haben wir es heute trotzdem mitgebracht. Also, so sieht das aus. Krass verpixelt. Ja, natürlich. Wie soll es sonst gehen? Das ist Lisa Tans. Ich hatte einfach fucking Glück auch mit diesem ganzen Vulva Power, dass diese verschiedenen Menschen mit ihren Skills, die ich nicht habe, gewillt waren, mir dabei zu helfen, das irgendwie so voranzutreiben. Lisa zum Beispiel hat mir viel mit dem Design geholfen. Also ich glaube, das ist von meinem ersten Vulva Power Fotoshoot. Und das sind, ja. Deine Fotoshoots sind immer mit total vielen diversen Personen. Ja, also es sind auch meistens wirklich FreundInnen von mir, die ich alle aktiviere. Power, Empowerment. Alle sind sehr glücklich nach so einem Shooting. Hinter Vulva Power steckt mehr als nur ein Ohrring. Eine Crew, eine Message und ein positives Beispiel dafür, wie man einen neutralen Begriff, nämlich Vulva, für das weibliche Geschlechtsorgan manifestiert. Und nicht nur das, Sophie kombiniert Vulva mit Power und konnotiert es damit positiv. Also, wie sieht der Schmuck aus und welches Modell ist das beliebteste? Let's go Recipe. Was braucht man für Zutaten, um selber eine Vulva zu machen? Was brauchen wir für Farben? Rot, Gelb, Blau? Was sind denn noch unsere Farben? Ja, also finde ich jetzt nicht so spannend irgendwie. Unsere Farben sind Aber nicht spannend. nee, was meintest du noch was? Wir arbeiten hier mit Fimo. Was ist Fimo? Das ist wie Knete Ja, und dann kannst du die in den Ofen hauen und dann ist es halt fertig, weißt du? der Bockfisch fertig. Till, knete vor. Guck mal, hier ist eine Nudelmaschine. Wir kneten, stapeln, schneiden und rollen platt und kommen so langsam auf tiefere Themen zu sprechen. Warum Dinge so heißen, wie sie heißen. Nicht so wackeln, bitte. Die äußere Lage, was wir als Kitzler wollen. Scham, also Schamlippe. ist ja der deutsche Term, aber das ist auch, Warum ist da woher Scham kommt das drin, eigentlich? Ne? So. Dass mit dem eigenen Geschlechtsteil eine gewisse Unsicherheit daherkommt, kann ich nachvollziehen. Aber der Schambereich klingt, als müsse man sich für das, was dort ist, tatsächlich schämen. Und das stimmt nicht. Deswegen ist und war der Begriff Schamlippe auch noch nie passend. Es gibt seit 10 Jahren verschiedene Bewegungen, die sich dafür einsetzen, einen neutralen Begriff zu etablieren. Also Sophie, wie sagt man besser? Also Labia ist der Term. Vulvalippen, kannst du auch Vulvalippen. einfach sagen. Ja, Wolflinger. So, da stichst du jetzt mal aus, guckst dir an, welche Seite du eigentlich schöner findest, biegst die quasi um dieses Tool. Ja. Ich mach mal so, wie ich denke. Ja, Hat das geklappt? sieht aus wie ein Taco. Ich habe ein Schiffchen gemacht. Natürlich meine. Und die von Sophie. Ich steig gleich ins Business mit ein. Super, das ist Unser super. schwäbisches mittelständisches Unternehmen. Wie viele Vulvas hast du gemacht dieses Jahr?
5.000 oder so. Boah. Die Sache ist, dass es auch was sehr Meditatives für mich hat. Es macht Spaß, es zu machen und ich kann mich mit anderen schönen Sachen beschäftigen oder mal mit gar nichts. Ich muss ehrlich zugeben, für mich hat es sich im ersten Moment schon ein wenig komisch angefühlt, so offen und viel über die Vulva zu sprechen. Das hat sich dann aber schnell gelegt. Findest du es weird, eine Vulva am Ohr zu tragen? Wenn ja, warum? Schreib's doch unten in die Kommentare. Klitoris oder Kitzler? Ist denn das? Na, Kitzler ist, so hatte ich einen Post gemacht mit Kitzler und dann wurde ich gleich Wurdest du gerügt? gerügt oder angeschrieben, nicht gerügt, sondern Okay. mehr so, hey, den Term benutzt man heute eigentlich nicht mehr. Und ich so, Warum? Weißt du auch noch, warum man es nicht mehr macht? diese Verniedlichungsform, also so, woher kommen diese Terme? Und wenn die Männer gemacht sind, dann ist es so ein bisschen strange. Ja. So, lass uns mal die... Lass doch die Frauen einfach über ihre eigenen Geschlechtsteile entscheiden. Ja. Das wäre doch mal nett. Unterbrechung. Lass uns ein Abo da. Rausch, du sitzt mir heute zu viel. Klitoris hat 8000 Nerve-Endings. Wir haben nochmal nachgegoogelt und es sind tatsächlich 8000 Nervenenden bei der Vulva und 4000 beim Penis. Also, jetzt machen wir die Vulva fertig und dann geht's zum Gewinnspiel. Juhu! Na, dann würde ich sagen, packen wir die jetzt mal in den Ofen. So, dann komm, wir brutzeln die jetzt einfach, scheiß drauf. Wir machen jetzt hier, machen wir noch 3 Stück fertig, dann haben wir 10 und dann brutzeln wir die mal. Oh, und liegen da unten manchmal so alte Vulven rum? Die Vulven, die wir hier machen, kannst du jetzt gewinnen. Dafür musst du nur innerhalb der ersten 4 Wochen unter diesem Video Vulva Power kommentieren. Wir losen dann 6 GewinnerInnen aus und kontaktieren sie. Wir sind jetzt beim Ernst des Lebens angekommen, liebe Sophie. Ab jetzt wird Da nicht mehr bin ich gelacht, gut drin. Spaßverbot in dieser Kategorie Real Talk. Nimm noch mal einen großen Schluck Ingwertee. Real Talk. Hier ist der Name Programm. Wie hat sich Sophie über die Jahre entwickelt? Was hat sie aus ihren persönlichen Krisen gelernt und für wen ist Vulva Power eigentlich gedacht? Erstmal ist es wirklich für alle Menschen eigentlich. Dass wir alle auf diesem Weg sind, uns selbst kennenlernen zu wollen. Ne? In dem wirklich authentischen Selbst. Dekonstruieren. Das dann als kleine so Botschaft, hey, I'm on this way. Ja. Irgendwas habe ich schon hinterfragt. Was nehmen viele Leute fälschlicherweise über dich an? Also ich würde jetzt mal denken, es könnte sowas sein wie Selbstbewusstsein. Ja. Mal so, ne? Mal bin ich selbstbewusst und mal halt auch nicht. Vielleicht so ein bisschen bei der läuft's und ich denke so, wenn ihr da mal sehen könntet, wie ich jetzt die letzten 2 Tage geheult habe. Ja, Aber jeder hat dieses ja dieses Vergleichen, Struggle, ne? ne? So, und Ja, ist voll schön. Also, dass man das auch immer wieder erfährt, ist so wichtig. Ne? Deswegen auch so nice, dass was ihr macht, wo es um so Real Talk geht, dass Safe. eben alle Menschen checken, ey, wir unterscheiden uns gar nicht so sehr. Ja, eben. Das mein Struggle kennst du auch und vielleicht auf eine andere Weise, weil bei dir geht es eher um Perfektionismus. Aber dass das was ist, was dich suffern lässt und meins lässt mich suffern, aber ja, das ist da und damit lässt sich schon ein bisschen leichter damit leben, oder? Wenn man nicht alleine damit ist und nicht der Freak. der Freak. Wie läuft's denn gerade so auf spiritueller Basis? Jetzt gerade, ich bin durch eine richtig harte Zeit gegangen, aber die bringt dich natürlich auch an deine Punkte, die absolut angeguckt werden dürfen. Was waren das denn zum Beispiel für Punkte? In meinem Fall, also eine Beziehung ging zu Ende und dann ist man gefordert und merkt, oh, das, was wir vorhin auch schon hatten, Selbstliebe, ne? Dass sie gar nicht nur besteht, sondern ich die mir jetzt richtig erarbeiten darf. Wie würdest du so deine innere personifizierte Negativität dann beschreiben? Um das Tun geht's und das merke ich bei mir, das fällt immer wieder weg, dass ich ganz viel versuche hier oben zu lösen, aber dann diese Action folgt noch nicht. Warum verdammt nochmal kann sich dieser Hebel nicht einfach umlegen von ich kapier's doch hier oben, lege dich um und mein Leben ist geritzt. Was sind jetzt also Sachen, die du rausgefunden hast, die bei dir jetzt, die du eben tun kannst? Zum Beispiel Neues auszuprobieren. Mich zieht diese queere Szene einfach so sehr an, weil es mich beeindruckt, was Menschen für Wege gegangen sind, um da zu sein, wo sie sind. Ne? Da ich selber nicht queer bin, habe ich auch nicht wirklich eine Ahnung, was Queersein wirklich bedeutet. Ich habe aber mal gegoogelt und eine ganz coole Definition gefunden. Queerness ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität, wer sie in Bezug auf Geschlecht sind und oder sexuelle Orientierung, wen sie begehren oder wie sie lieben, nicht der zweigeschlechtlichen, cisgeschlechtlichen und oder heterosexuellen Norm entspricht. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Englischen und bezeichnet zunächst Dinge oder Personen, die meist im negativen Sinn von der Norm abweichen. Er lässt sich mit seltsam, eigenartig oder sonderbar übersetzen. Er wurde benutzt, um abwertend, insbesondere über Homosexuelle und andere Personen zu sprechen.
Im Zuge der HIV-AIDS-Bewegung gelang es der queeren Community jedoch, sich den Begriff wieder anzueignen, ihn damit aufzuwerten und für sich zu nutzen, sodass für viele Menschen queer heute ein positiver Begriff ist und sie sich gerne queer nennen. Wir waren bei Aktivitäten, die Sophie gut getan haben, um aus ihrer Krise zu kommen. Neues ausprobieren, sich mit inspirierenden Menschen auseinandersetzen oder Morning Routines als Beispiel, ne? So dieses, hey, es macht Sinn. Und da bin ich auch manchmal so, ja, ich meditiere, dann meditiere ich wieder nicht, dann meditiere ich wieder. Ich finde es halt so interessant, weil auch dieser innere Kameltreiber, der kann dich halt auch zu positiven Sachen zwingen. Aber dann zwingst du dich halt zu meditieren. So, ne? Da peitschst du dich halt in die positiven Routinen rein, wo ich mir halt auch denke, so, hä? Also für die angespannten Mäuse unter euch. Jetzt gibt's keine Definition mehr, sondern noch eine Mitmach-Meditation. I look good, but inside I feel bad. Ja, wir laufen, ne? So true. Super. Alle können mitmachen an dieser Stelle. Also im Grunde geht es darum, dass wir viel zu selten in unserem Körper eigentlich sind. Erstmal so ein bisschen tief einatmen und dann gehst du eigentlich nur mit einem bisschen ruhigeren Atem, lässt deinen Körper einfach mal so ein bisschen schwingen dazu. Wie du verarschst es jetzt. Ich gebe mir Mühe, ernst zu bleiben. Und einfach so ein bisschen Lockerheit in den Körper zu bringen, weißt du? Namaste. Aber konzentrierst du dich dann... Na, jetzt gerade gar nicht. Ich habe das letztens gesehen Oder auf dem Berg Qigong. von einer, die Ja, genau das so Qigong gemacht hat. Ja. Das ist richtig nice. Das geht ja auch in so eine ähnliche Richtung. Ja, und da geht es auch viel um Energie schieben und nehmen, welche gibt man ab und welche zieht man zu sich. Ich fühle mich ein bisschen, ich muss sagen, ein bisschen entspannter fühle ich mich. Spaß. Spaß, Digga, ich bin immer gestresst. Wie gesagt, Vulva Power ist mehr als nur Schmuck. Ein Selbstexperiment, ein Kunsthandwerk und eine Philosophie. Durch die Ohrringe provoziert Sophie Begegnungen und führt zu Austausch zwischen Personen, der diese weiterbringen kann. Ich habe auch neulich mit 2 Freundinnen zusammengesessen und wir haben uns vorgenommen, wir tauschen uns heute mal über das Thema Sex aus. Es ist nicht was in unserem Alltäglichen so eine Rolle spielt schon, aber dass man sich darüber austauscht, ne? Dass man sich auch traut, manches zu sagen. Eine Person, sie wusste nicht, dass vaginal zu kommen gar nicht einfach ist. Also dass das wirklich eine super geringe Prozentzahl ist und eigentlich nur mit der Reibung außen funktioniert. Aber sie wusste das, also hat das nicht auf dem Schirm gehabt. Bis wir jetzt mal darüber gesprochen haben, weil sie sich auch getraut hat, es auszusprechen. Und wenn wir schon beim sich trauen sind, kann der Mut nicht weit sein. Mutig waren Sophies Free the Nipple Actions, bei denen sie partizipiert hat und auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Da seid ihr gemeinsam oberkörperfrei durch das Bergmann-Kiez geturnt. Und da muss man schon sagen, dazu gehören gewaltige Eierstöcke, weil da laufen jede Menge Leute rum, auch nicht nur das queer-feministische Publikum, bei weitem nicht nur. Wie war die Erfahrung? Es war schön. Es war wirklich einfach schön, weil ich muss sagen, Kreuzberg ist sehr liberal. Und deswegen haben wir eher Zurufe bekommen als Buhrufe. Und es war eher so überraschend, aber so, yay, cool. Dieser Moment, dass man das Shirt sich auszieht und dann so durch Dass du eigentlich nur im intimen Kreis ja, und nicht mal da, also viele haben da selbst ein Thema mit, ne, wie tief das eingeprägt ist. Und ja, wir kamen da empowered raus. Und letztes Jahr haben wir es ja noch ein bisschen größer gemacht, da waren wir dann so 50 oder so. 50? Da kann dir nichts passieren. Die Polizei war ja, war angemeldet und die hat uns dann eigentlich auch richtig gut supportet. Also es war schön. Oder ein Mädchen kam auf uns zu und war so völlig, was macht ihr? Und dann haben wir, also sie war 9 oder so, und dann haben wir da mit ihr gequatscht. Und sie war irgendwie interessiert und wusste, glaube ich, auch nicht genau, was das soll, weil sie gesagt hat, nee, das dürfte sie nie. Sophie bricht durch ihre Vulven-Tabus und das nicht nur mit einem Modell. Jetzt neu im Sortiment, was ich mega geil finde, weil mein Vater mir letztes Jahr Hodensäcke zum Weihnachten geschenkt hat. Also Weihnachtshodensäcke, die dann am Weihnachtsbaum baumeln. Daddy. So ihr Lieben, also hier ist der berühmte Weihnachtshoden von meinem Vater. Naja, deswegen gibt es jetzt das Äquivalent zu den, also nicht wirklich das Äquivalent, aber die bringe ich mit, hänge sie an den Baum und zeig's meinem Vater und das kommt da alles noch in das Video herein, Leute. So Freunde, ich bin jetzt in der Heimat angekommen und werde meinem Vater jetzt diese Weihnachtsvulva überreichen. Das ist eine... Oh, cool. Jawohl. Ist doch wohl nicht eine... Eine Vulva! Naja. Ja, was überraschend ist, dass
oft die Mädels kommen und total begeistert sind und wenn die ihren Boyfriend dabei haben und es ist dann leider doch oft so, dass der Boyfriend einfach nichts damit anfangen kann und dann verlieren die ganz schnell so ihren Spaß daran. Dann ist es so, ja okay, dann gehen wir weiter. Jungs, werdet erwachsen, hängt euch Vulvas an den Baum. So, wir haben jetzt die Vulva fertig gebraten und machen uns auf den Weg, um eine Vulva persönlich zu delivern. Vom Detektiv zum Postboten. Diese ganz besondere Weihnachtsvulva bringen wir jetzt einer Person, die von unserem Besuch noch gar nichts weiß. So, wir sind jetzt bei 21 Gramm angelangt. Die Person, die dieses Restaurant führt, hat bei Sophie Vulvas bestellt. Die delivern wir jetzt personally. Weihnachtsvulvas für 21 Gramm. Und dann fragen wir mal ganz spontan, ob wir da noch eine Interview-Rubrik drehen dürfen. Schauen wir mal. Hi. Also, wir haben die Erlaubnis bekommen von der netten Dame. Live Vulva-Unboxing mit der lieben Jenny. Ja. Was haben wir da? Und Das ist ja so süß. Ich habe noch nie jemanden unboxen gesehen. Hast du dann auch einen mini kleinen Weihnachtsbaum? Nee, wir haben einen großen Weihnachtsbaum geplant mit einer Freundin von mir. Wir machen nämlich dieses Jahr feministisches Weihnachten. Die ist mega. Die sind doch schöner als auf dem Foto. Vulva Power! Falls du denkst, schon alles gesehen zu haben, falsch. Denn ungeschoren kommt Sophie uns nicht davon. Wir fronten sie mit verschiedenen Vorurteilen, die man ihr gegenüber haben könnte. Wieso? Weil ich herausfinden möchte, ob an den Fronts etwas dran sein könnte. no front, aber du bist lost. Das ist die Front? Das ist der Front, ja. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen geil. Ich glaube, ich bin echt noch ein bisschen zu soft mit meinen Fronts. Ja, oder? No front, aber du bist richtiger Berliner Klischee. Du machst Geld mit Wokeness. Oh, der Dienst dein Geld. Ein kleiner Wichser, ey. Das ist wirklich the most. Weil damit habe ich auf jeden Fall auch schon jetzt diese Jahre immer wieder zu kämpfen, dass ich genau das nicht möchte, ne? Und mir das aber auch vorgeworfen wird. Also tatsächlich, ja, nee, ich mache es nicht aus Wokeness. Aber man muss sich auch trotzdem öfter die Frage stellen, warum macht man es? No front, aber du bist nicht wirklich queer. Ja, true. Ja, also no front. Also nee, ist eine No Front. front, aber du bist eigentlich nicht wirklich. Ja gut, am Ende ist man halt, wer man ist, ne? Ich weiß nicht, ja. No front, aber du bist ein mega Hippie. Oh, ich wünschte eigentlich, ich wäre mehr Hippie. Ich wäre mehr verbunden mit der Natur und mehr so im... Wir sind so Berliner Hippies, weißt Ja, du? so City-Hippies. So. Du Liebe, das war's auch schon Das mit meinen war's. Fronts. Danke fürs sich fronten lassen. Ich glaube, ich muss einfach da noch ein bisschen rigoroser werden, ehrlich gesagt. Du wirkst immer noch total entspannt und glücklich. Ja, wie kann man sich denn mit wenig Mitteln und wenig Zeit für Female Empowerment einsetzen? Man kann so ein bisschen gucken, wo liegt mein Interesse in dem Ganzen. Bin ich eher so aktivistisch unterwegs und will irgendwie draußen sein und laut sein? Workshops zum Beispiel. An sowas teilnehmen. Oder Bell Hooks ist eine Autorin, eine amerikanische, die Bücher sollte man sich reinziehen. Die sollte man sich reinziehen. Aber da versteht man diesen ganzen feministischen Ansatz einfach noch besser. Liebe Sophie, vielen Dank danke, für deine Janik. Zeit. Das war ein Tag voll auf Sendung bei unserer Vulva-Göttin Sophie. Jetzt fragst du dich, wer hier am Mic sitzt? Der Till, der Typ hinter der Kamera und viele mehr. Wenn du wissen möchtest, wieso es gut sein kann, seine Zeit zu vertrödeln und was es mit Night Kitsch auf sich hat, dann solltest du unser Video zu Verboten Berlin jetzt anklicken. Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.